Du möchtest auch passives Einkommen generieren, während du gerade am Strand liegst oder mit deinen Kindern die Welt entdeckst? Diesen Sommer ist es mir wieder gelungen, mit einem Online-Kurs eine mehrfach fünfstellige Summe zu generieren in wenigen Wochen, während ich eigentlich praktisch im Urlaub war, meine Tochter zu Hause in den Ferien. Mit diesen 6 Schritten ist mir das gelungen und mehr dazu hier im ganzen Video. Schau dir das Video bis zum Ende an, denn die besten Tipps kommen natürlich wieder zum Schluss. 20.000 oder 30.000 mal ebenso mit einem Mini-Produkt generieren und weiter so gut verdienen, also mehrfach fünfstellig pro Monat verdienen, solange diese Werbeanzeige läuft oder deine Community bereit ist, diesen Kurs zu erwerben. Diese Schritte zeige ich dir hier in diesem Video und Nummer 1 ist natürlich, finde ein Trendthema. Ich wurde neulich als Trend-Trüffelschwein bezeichnet, denn ich spüre immer so ein bisschen so ein Thema auf, was zu meiner Zielgruppe passt, was neugierig macht und auch mal so ein bisschen besonders ist. Jetzt zum Beispiel mit diesen Low-Content-Büchern. Das gibt es schon länger auf Amazon, aber für meine Zielgruppe Workbooks erstellen, Bullet Journals erstellen, die wunderbar zu ihrer Zielgruppe passen und die man mal ebenso teilweise mit KI gestaltet oder mit Canva gestaltet rausgeben kann in wenigen Stunden. Das war neu und deswegen habe ich diesen Kurs erstellt, passives Einkommen mit Low-Content-Büchern auf Amazon generieren. Low-Content Studio ist jetzt irgendwie insgesamt 5 Wochen alt und ich habe mehrfach fünfstellig bereits mit dem Kurs verdient. Die Dauer, den Kurs fertigzustellen, sagen wir 2-3 Wochen dran gearbeitet. Denn du bereitest das Ganze ja vor. Du brauchst ein Produkt, eine Verkaufsseite und natürlich den Inhalt von diesem Kurs. Und das Ganze dauert natürlich schon ein bisschen eine Zeit. Ein Minikurs gelingt da schon ein bisschen schneller, aber hier brauchen wir wieder ein cooles Thema. Welchen Trend gibt es gerade in deiner Branche, in deiner Nische, den alle vielleicht gerade machen oder einige machen, wo du merkst, da riecht es irgendwie nach Trend, das fühlt sich irgendwie cool an. Habe ich noch nicht probiert, möchte ich gerne mal ausprobieren, recherchiere doch mal, ob du das für dein Thema implementieren kannst. So eine Art was Neues für ein bestehendes Thema, was du schon kennst. Wo du dich auch sicher fühlst. Also es darf nicht sein, wo du dich irgendwie absolut nicht zu Hause fühlst. Die neuen KI-Tools zum Beispiel, Videos, Bilder erstellen mit Midjourney oder DALL-E oder so. Es ist so einfach, so tolle Sachen zu erstellen und damit dann einen Mehrwert für dieses Thema zu geben. Könnte ein bestimmtes neues Hypnose-Tool sein oder eine bestimmte Form, um sein Human Design fürs Business zu finden. Nimm also ein Trendthema, mache daraus einen Online-Kurs. Denk nochmal dran, bist du auch ein Trend-Trüffelschwein oder nicht? 2021 habe ich bereits den ersten deutschsprachigen TikTok-Kurs auf den Markt gegeben für Selbstständige. Damit war ich eine der Vorreiterinnen vor allen anderen, wo alle mich noch ausgelacht haben, mit TikTok kann man kein Geld verdienen. Inzwischen wissen wir es sind viele Millionäre geworden mit TikTok. Und auch du könntest jetzt mit TikTok immer noch durchstarten. Den Kurs findest du übrigens in meinem Shop. Ein weiterer Trüffel war natürlich die Mini-Kurs-Methode, denn bereits 2021 habe ich mit diesen kleinen Kursen immer super gut verdient, mehrfach fünfstellig mit Mini-Produkten. Inzwischen benutzen es so viele diese Mini-Kurse und es ist inzwischen so eine Art Geheimtipp geworden, auf jeden Fall mit Mini-Kursen Geld zu verdienen. Also probier es mal aus, mehr dazu in meinem Shop. Zweitens, was auf jeden Fall fertig sein sollte, ist eine ansprechende Verkaufsseite. Mal eben nur eine Zeile auf deine Webseite stellen, der Kurs ist fertig, wird wahrscheinlich keinen Kursverkauf herbeiführen. Wenn du aber eine ansprechende Verkaufsseite machst, also eine Art magische Landingpage, auch die Vorlage findest du bei mir im Shop, dann passiert ganz viel Storytelling. Warum hast du diesen Kurs gemacht? Wie hast du diesen Trend entdeckt und wie kannst du ihn jetzt deswegen empfehlen? Pack da ganz viel Wissen rein. Diese Seite kann gerne lang sein, denn du willst ja verkaufen und wenn derjenige bis ganz nach unten kommt, dann sollte er auf jeden Fall überlegt haben, okay, ja, das ist ein echt cooler Kurs. Brauche ich den nicht? Das alles führt die Landingpage immer wieder nur zu einer Sache, zum Verkauf. Hier sollte natürlich zur Sprache kommen, was für ein Produkt bietest du an, was ist die Lösung von diesem Produkt, wie ist der Kurs, das Ganze aufgebaut und gibt es auch noch ansprechende Bilder, die natürlich dieses Problem eräußern
und wie die Lösung dann dazu aussieht. Und schon kannst du eine ganz, ganz mitreißende Landingpage erstellen. Übrigens auf deiner eigenen Webseite am besten. Eine WordPress-Webseite ist kostenlos. Damit kannst du schon eine Verkaufsseite gestalten. Punkt Nummer 3, hol dir Kooperationspartner an Bord. Denn du musst ja kein Einzelkämpfer sein, um deinen Kurs zu verkaufen. Besser ist es doch zusammen. Und gerade im Sommer, den hast du jetzt leider gerade verpasst, passt es doch super, wenn du anderen irgendwie die Möglichkeit gibt, an deinem Kurs 25 oder 20% zu verdienen. Denn das ist schon mal eine stattliche Affiliate-Provision, die man geben kann. Man kann sogar mehr geben und umso mehr Affiliate-Partner werden gern deinen Kurs mitbewerben. Gibst du nur 5% oder 10%, wird der eine oder andere wahrscheinlich überlegen, okay, den Aufwand ist es überhaupt nicht wert, sowas im Newsletter zu erwähnen. Aber je mehr du gibst, umso ansprechender wird es natürlich. Und 30% von einem Kurs von 70 € und weitere Upsells danach, kommen wir später dazu, das ist natürlich eine stattliche Summe. Und da mag jeder, der eine Ahnung hat und auch Trendtrüffelschwein ist und auch ein bisschen riecht, da ist auf jeden Fall Geld zu machen, dann auf jeden Fall mit dir auf den Zug aufspringen. Also such dir Kooperationspartner, tauscht euch aus, der eine bewirbt mal den Kurs, der andere bewirbt dafür das andere E-Book von dem Kollegen oder einen Workshop, den der dann anbietet. Also auf jeden Fall, du bist nicht alleine, lasst uns vernetzen mit anderen. Punkt Nummer 4, auf jeden Fall durchdachtes Marketing. Und jetzt kommt es natürlich. Das ist eine Sache, die du natürlich jetzt lernen musst. Wie mache ich ein ansprechendes Canva-Bild? Wie mache ich ein Produktbild, was gut aussieht? Wie mache ich Reels zu dem Kurs, die wirklich performen? In meinen Werbekampagnen findet immer ein Teil in Reel statt, also eine Art Video, hochformatiges Video, meistens mit mir. Und natürlich ein Teil Canva-Motive oder Canva-Videos, die auch wieder das Problem dieses Kurses beschreiben oder die Lösung des Kurses beschreiben. Du kannst gerne sehr stark auf diesen Schmerz von der Zielgruppe gehen oder du sagst, hier ist die Lösung, ich will gar nicht so sehr auf dem Schmerz rumtrampeln, doch lieber, was wäre eigentlich das Ziel? Ein erfülltes, ein freies Leben, ein unbeschwertes Leben, zum Beispiel mit passivem Einkommen. Hängematte-Motiv war damals super für meine Minikursmethode. Du hast also Motive, du hast Videos, du hast gute Texte, die deinen Kurs beschreiben, damit auch die Affiliates darauf zugreifen können, zum Beispiel in einem Drive-Ordner, und die können dann sich daraus ein paar Motive wählen und das in ihren Newsletter packen, in ihre Posts packen und so weiter. Und du machst es natürlich im Extrem. Also 6, 8 Wochen dein Thema jetzt breit treten. Es kann gar nicht so oft genug gesagt werden, denn wie oft sehen wir diese Posts? Natürlich erstmal nur selten. Und du musst jetzt erstmal eine Art Vertrauen aufbauen, auch schon vor dem Kursstart. Hast du eine E-Mail-Liste, dann solltest du jetzt beginnen, auch E-Mails zu schreiben, Blogvideos zu machen oder Blogartikel, so wie ich es mache. Wenn du in meinem Newsletter eingetragen bist, bekommst du jeden Mittwoch eine Info, was gerade ansteht, welches Video gerade draußen ist und welches Thema gerade relevant ist für dich und dein Online-Business, damit du hier noch besser Kunden gewinnst und online natürlich durchstarten kannst. Also wenn du noch nicht angemeldet bist bei mir, hol dir doch mein E-Book, dann bist du automatisch mit im Newsletter drin. Ein Blog oder Vlog oder auch ein Podcast kann dir natürlich helfen, dass dein Thema gefunden wird bei Google, denn auch hier die Keywörter auch auf deiner Landingpage führen natürlich zu einer Suche auf dieses Thema. Wenn das Thema sehr relevant ist und sehr aktuell und niemand das bisher hat, einen TikTok-Kurs erstellen, ich glaube, da bin ich immer noch eine der besten Kurse auf dem Markt, kannst ihn gerne angucken und dann werde ich immer noch angeschrieben, kann ich mir den mal anschauen, ich möchte ihn gerne bewerben und so weiter. Bringe also möglichst viel Content raus, wo die relevanten Keywörter drin sind, damit man dich auch finden kann. Punkt Nummer 5 ist natürlich dein Online-Kurs. Du hast jetzt das Marketing vorbereitet. Du siehst schon, ich arbeite ganz anders. Ich mache nicht erst den Kurs fertig, ich mache erst das Marketing fertig. Und jetzt kommt dein Kurs. Den solltest du übersichtlich gestalten. Da gibt es eine Struktur, die einfach zu verstehen ist. Es gibt am Ende eine Lösung, also du solltest an einen Punkt rauskommen, die wirklich machbar ist. Deswegen liebe ich einfach Minikurse, weil du so eine Art kurzes Thema behandeln kannst, was auf jeden Fall zum Ende hinkommt. Dieser ganze Kurs soll natürlich mit vielen Aha-Effekten sein, sodass man wirklich
einen tollen Benefit in dem Kurs erlangt. Als Experte ist es oft schwierig, das Thema auf so ein kleines Thema runterzubrechen. Wenn du da Hilfe brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Nun hast du den Kurs fertig und könntest eigentlich schon starten, aber hast du nicht noch eine Sache vergessen? Punkt Nummer 6, das Cross- und Upselling deines Kurses. Gibt es etwas, das als perfekte Ergänzung dazu passt, zum Beispiel noch Canva-Vorlagen oder eine Art kleines E-Book, wo man noch das Beste nochmal dazu bekommt, oder eine Art Ritual oder Audiodatei, die man nicht vergessen darf, um genau dieses Thema jetzt die Lösung zu erreichen. Also eine Art Zusatzprodukt oder eine Art Upsell zu einem weiteren Schritt. Du hast jetzt Blut geleckt zu diesem Thema, du wirst jetzt weitermachen, du hast das Thema Dating jetzt angerissen, aber nun möchtest du doch bereit sein für den Traummann und dann komm in dieses weitere große Coaching. Und da kannst du natürlich gleich mit deiner Zielgruppe arbeiten. Haben die jetzt das Resultat erreicht? Hat es ihnen schon geholfen? Möchten sie jetzt den nächsten Schritt? Das ist dann ein Upsell und den solltest du nie vergessen und der sollte schon lange stehen auf deiner Seite. Dein großes Coaching-Programm, dein Gruppenprogramm, all das, was dich ausmacht, in mehreren Monaten zu einem nächsten Schritt. Vielleicht so die Hälfte der großen Transformation. Und dann kommt nochmal ein weiterer Schritt, wenn sie da durchgegangen sind. Also hast du mehrere Produkte auf deiner Seite, vielleicht 2 Coaching-Programme oder ein Gruppenprogramm, ein Einzelprogramm und Minikurse oder Online-Kurse, von denen man dann von A nach B kommt. Die Minikursmethode macht es dir vor, du verkaufst ein Buch oder ein E-Book oder einen Minikurs bis 70 €, verkaufst dann noch einen weiteren Schritt, eine Art Ritual, Audiodatei, E-Book, Canva-Vorlagen oder so als zweites und nochmal einen dritten Schritt. Das ist dann das Upselling auf ein großes Produkt. Ist dir das jetzt zu kompliziert gewesen, dann komm doch bitte in meine Community, melde dich an zum Gespräch. Wir besprechen deine digitalen Chancen. Diese Strategie, die ich hier fahre, die ist einzigartig auf dich abgestimmt und auf deine Zielgruppe. Und heb dich ab von der Masse, werde einzigartig mit Trend-Online-Kursen, launche mehrfach 5-stellig und mach das Ganze zu einem Evergreen. Das heißt, es ist nicht nur zu Weihnachten interessant mit deinem Rauhnächte-Special, sondern es ist das ganze Jahr über relevant. Es interessiert mich jederzeit. Nachts um 2 und sonntags um 3 werden meine Kurse am besten gekauft. Überlege, was ist dein Trendthema? Wie kannst du für Jahre der Vorreiter in diesem Thema sein? Und wie kannst du dann deine Umsätze auf irgendwann 6-stellig pushen, indem du immer weiter dann auch Gruppenprogramme und große Kurse verkaufst, die automatisiert laufen. Du musst nicht mehr viel tun. Du legst einfach am Strand oder machst mit deiner Tochter eine Fahrradtour. Also viel Spaß damit. Wenn du Hilfe brauchst, ich baue mit dir diese automatisierte Produkttreppe auf in meinen Programmen. Mehr dazu gerne in einem Gespräch. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.